Viele Unternehmen stoßen an ihre Grenzen, wenn es darum geht, Ramp-Deals, also gestaffelte Angebote mit verschiedenen Phasen des Lizenzvolumens beispielsweise anzubieten und dann auch noch das Thema Free Trials, also gratis Testphasen, mit einzubauen. Ich bin Gunnar, Consultant im Team von Bellion, und wir schauen uns heute einmal gemeinsam an, wie Agentforce Revenue Management Unternehmen dabei hilft, genau das abzubilden, und zwar vollkommen automatisiert. Was wir häufig sehen, ist, dass eben diese manuellen Staffeln, dieses gestaffelte Angebot über mehrere Zeiträume hinweg, Monate oder Jahre, zu Fehlern führt, und insbesondere wenn da eben eine gratis Testphase mit hinzukommt, einfach inkonsistente Angebote entstehen, die letztlich auch dann zu Fehlern weiter unten im Billing führen. Und wenn wir das nicht genau sauber abbilden, dann erschwert uns das natürlich auch, den korrekten ARR vorzucasten, also zu sehen, wann bekommen wir eigentlich hier wie viel Geld vom Kunden, auch in der Zukunft eben, wie gesagt, über diese Zeiträume hinweg. Und gerade wenn eine Trial-Phase endet und es in ein bezahltes Modell übergeht, das Ganze manuell abzuarbeiten, das bremst oftmals nicht nur den Vertrieb, sondern insbesondere eben auch das Finance Department. Und dieser Abstimmungsbedarf, der da entsteht zwischen den einzelnen Teams, Vertrieb, Finance, vielleicht auch noch RevOps, durch diese fehlende Automatisierung im System, das führt letztlich eigentlich dazu, dass wir bares Geld verlieren. Und sobald wir eben auch einen größeren Kundenstamm haben, führt das letztlich dazu, dass diese Lösung, diese manuelle Lösung nicht skalierbar ist, wir sie also nicht mit einem höheren Kundenstamm genauso effizient ausführen können wie mit einem kleineren Kundenstamm. Und wie das Ganze jetzt in Salesforce aussieht, schauen wir uns am besten mal gemeinsam an. Wir sind jetzt also hier auf einem Angebot in unserer Salesforce-Umgebung im Unternehmen Centric, also unser Unternehmen, Demo-Unternehmen, was Software, aber auch vormals Hardware verkauft hat, ehemals eben auch On-Prem-Software und jetzt eben ein klassisches SaaS-Unternehmen ist. Und was wir sehen, wir haben jetzt hier schon unsere Core-Software einmal angeboten, haben mit der Dickinson PLC auch gesprochen. Die sind durchaus interessiert, ja auch einen mehrjährigen Vertrag abzuschließen, brauchen aber im ersten Jahr nur eine gewisse Anzahl an Usern, sagen wir vielleicht 5 User, wollen das aber schrittweise ausbauen auf 10 und in der Endphase dann eben 20 oder vielleicht sogar 25 Nutzer. Und wie gesagt, wir haben hier unser Core-Produkt schon einmal eingepflegt, klassische Vertragslaufzeit 1 Jahr. Und wir können jetzt eben mit Agentforce Revenue Management das Ganze ganz einfach in RAM-Segmente unterteilen und sogar eben noch eine Free Trial anbauen. Diese Komponente, die ihr jetzt hier seht, die kommt eben auch out of the box mit der Agentforce Revenue Management mit. Wir sagen jetzt hier, wir wollen eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren haben, also 36 Monaten, und auch eine Free Trial von 90 Tagen und können jetzt eben mit einem Klick ganz einfach unsere RAM-Segmente generieren lassen. Ja, wir sehen also, für die ersten 90 Tage ist das hier komplett kostenlos. Wir hatten dann gesagt, im ersten Jahr will Dickinson PLC eben 5 User haben, im zweiten Jahr sollen es dann schon 10 sein und im dritten Jahr erhöht sich das Ganze dann sogar auf 25 Nutzer. Und wir können eben diese Free Trial auch noch mitgeben, um es dem Kunden am Ende noch ein bisschen schmackhafter zu machen, uns vielleicht sogar gegenüber dem Wettbewerb herauszustellen, weil wir eben sagen, hey, wir wollen, dass ihr erstmal mit dem System vertraut werdet und dann auch kontinuierlich über die Jahre hinweg, entweder dadurch, dass ihr New Hires habt oder auch einfach kontinuierlich mehr User mitnehmen wollt, dazu nehmen wollt, das Ganze ausbauen. Können natürlich hier auch noch Discounts dazugeben. Sagen wir, im ersten Jahr sind es 10%, im zweiten Jahr sind es 5% und im dritten Jahr, wenn es dann 25 User sind wir bei keinem Discount mehr. Updaten das Ganze einmal, speichern es, und was wir dann auf unserem Angebot sehen, ist ganz klar, wir haben jetzt eben den Total Contract Value. Wenn wir einmal draufgehen, dann sehen wir eben, wie sich das über die Jahre hinweg entwickelt. Ja, ihr seht also, der Preis erhöht sich natürlich kontinuierlich. Warum? Weil wir eben mehr User mit dazu nehmen. Und das Ganze, und das ist eben das Coole, können wir eben auch ganz strukturiert später in Richtung Abrechnung weitergeben. Heißt also, wenn der Kunde jetzt das Angebot akzeptiert, wir eine Bestellung sozusagen daraus generieren, wird das natürlich genauso auch ans Billing weitergegeben, und wir stellen sicher, dass die Angaben, das, was wir auf dem Angebot angegeben haben, letztlich auch in Rechnung gestellt wird. Ja? Und somit können wir unsere RAM-Segmente wirklich sehr einfach generieren. Wir stellen sicher, dass wir sogar eine Free Trial mit abgebildet haben. Der Kunde ist happy, die Wahrscheinlichkeit, dass er bei uns jetzt kauft, massiv erhöht, und wir sparen uns massiv viel Kopfschmerzen.
Wenn ihr euch fragt, ob das bei euch auch so einfach funktioniert, wie wir es jetzt gerade in der Demo gesehen habt, dann kommentiert gerne, kommt auch gerne direkt auf uns zu unter www.valuin.io und wir freuen euch, bei der Umsetzung zu helfen. Danke.